So, hallo zurück. Ich habe der letzte Hospital verlassen. Oh, können wir schon. Nee, wahrscheinlich lieber nicht. Okay, wir besuchen die Anne. Oh, das war ein Kampf, ey. At 2.9, nee, 209, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Genau, der große Kumpel von uns hatte eine klitzekleine Fehlfunktion. Und dann mussten wir ihn leider töten. Wobei es ist, naja, ist ja ein anderer Roboter. Wir haben ihn zerstört. Sagen wir es so. Ja, ich weiß nicht, ob man das am Anfang auch schon gemerkt hat. In der letzten Folge, wo ich immer das Gefühl hatte, dass er mit Absicht auf mich draufgetreten ist oder auf mich geschossen hat. Naja, vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der nächsten Folge. Und wir haben einen Fertigkeitenpunkt. Ich weiß nicht, wofür Psychologie halt noch wichtig wird. Verdoppelt die Punkte für das Vertrauen der Öffentlichkeit, hebt vorteilhafte Dialogoptionen hervor, senkt die Ergebnisschwellen für die Hauptfiguren. Weiß ich nicht. Panzerung fand ich eigentlich jetzt schon, also jetzt vorhin in dem Kampf war Panzerung schon sehr, sehr gut. Gesundheit bräuchten wir halt aber auch. Also Kampf, Panzerung, Gesundheit, das wären so Sachen, wo ich jetzt... Ah, Fokus wäre auch cool. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf Panzerung. Machen wir nochmal eine Panzerung drauf. Und dann gucken wir jetzt einmal bei Anne. Viel los. My wife. She was with me when they started shooting. I'm sorry. Oh no. No. Oh. Mensch, überall hier die Betten mitten im Weg. Nix, was wir mitnehmen können. Okay, dann reden wir jetzt mal mit der Empfangsdame. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Second floor. Take the elevator. Gut, dass wir uns nicht ausweisen brauchen. Jeder kennt uns hier. Ist nur die Frage, ob im Guten oder im Schlechten, weil mit unseren Fehlfunktionen... Wie viel wiegt RoboCop eigentlich? Darf der überhaupt Fahrstuhl fahren? Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. But there's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Sir, please calm down. Gibt's hier Probleme, mein Freund? Ja, irgendwie wie in allen Krankenhäusern gefühlt. Überbelegt. Geheimer Bewunderer. Erstmal die Liebesbriefe hier lesen. Kitty, du hast nicht geantwortet und ich wollte dir unbedingt sagen, dass der Polizist wieder da war. Er hat Pralinen für Zoe hinterlassen und mich gebeten, niemandem zu sagen, dass sie von ihm sind. Das ist so süß. Ich bin gespannt, ob seine knuffligen Annäherungsversuche erwidert werden, sollte die arme Polizistin aus ihrem Koma erwachen. Der Kerl scheint nett zu sein, abgesehen von dem schrecklichen Haarschnitt. Hä? Schrecklichen Haarschnitt.
Jetzt bin ich verwirrt. Okay, also Louis hat einen geheimen Bewunderer, der ihr Pralinen gebracht hat. Eine Babyschale? Warum steht hier so eine Babyschale einfach mit dem Weg? Okay. Das ist ja merkwürdig. Von dem merkwürdigen Haarschnitt. Becker, das kann doch nicht Becker gewesen sein. Ich finde, Becker hat einen komischen Haarschnitt. Aber ich finde auch alles an Becker komisch. Lassen Sie mich vorbei. Ich muss zu den VIPs. Ich hätte ja gedacht, dass Louis als Polizistin auch im VIP-Bereich liegt. Erstmal auf Toilette gehen. Das ist aber wirklich ein bisschen merkwürdig. Das ist auch nicht schlecht. Also die Standards dieses Krankenhauses lassen zu wünschen übrig. Oh je. Ja. Hey, Murphy. She's right in here. Ach, hier. Oder bist du der mit dem komischen Haarschnitt? Sergeant. Ach. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Also das oben müsste... Ich kann es nicht erkennen, ob das oben die Sauerstoffsättigung sein soll. Gleich, ich muss erst mal kurz gucken, ob in deinem Bad alles in Ordnung ist. Ja, sieht gut aus. Ach, Louis, wo sind die Pralinen von ihr? Hello, Louis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Louis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Louis, you always find a way to help. What a coincidence, people. Wo ist denn, kann ich hier nicht ihre Werd wieder gesund Karte hinstellen? Das ist auch kacke. Du wirst da nicht hellhörig oder was? Ja, du willst auch I'll ein. keep her safe. Don't you worry about her. Ach, das ist nur ein Wachmann. Oh, stimmt, der Sergeant hat gar keine Haare auf dem Kopf. Der hat eine Glatze. Also, fast eine Glatze. Upsi. Egal. Ich guck nur mal hier ganz kurz rum, was hier so ist. Schade. Ich würde ja echt interessieren, wer Louis Pralinen geschickt What's her hat. blood pressure? I've got 40 pow. Course VFib. Okay, we gotta shock him.
Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. Okay. Human Organ. Sind das die gleichen Boxen? Das sind doch die gleichen Boxen wieder bei den Street Vultures waren. Ach. Okay. RoboCop, what a surprise. Ja, geht so. Ich bin immer da, wo es Ärger gibt. Da, da, da. Na gut. Oh, halt. Was wollte ich gerade mit ihm reden? Hier ist noch was. Wozu brauchen Sie Hirne? Alle Personen, deren Leichname entwendet wurden, waren vor ihrem Tod gesund und körperlich fit. Offenbar braucht jemand auf dem Schwarzmarkt Gehirne. Aber für welchen Zweck? Für Gehirntransplantationen? Niemand hat eine erfolgreiche Gehirntransplantation durchgeführt seit RoboCop. Aha. Und dann fragen wir uns noch, wofür die Leichen haben wollen. Ja, die wollen hier eine RoboCop-Armee aufstellen. Ist nur die I'm guessing Frage. you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Darf ich dir diesen Stift irgendwo reinrammen? Nur so rein theoretisch. Arsch. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, ist die Frage, würde OCP den Auftrag geben, Leichen zu besorgen, damit sie eine bessere Armee aufbauen können? Oder war das hier von Antonowski? Weil er meinte ja, die haben eine Abmachung. Ist dann halt die Frage, von wem es kam, ne? Von Antonowski oder OCP. Finally, I've been calling you guys for the past 2 days. Ja, okay, gut, kann losgehen. What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem.
Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the police. Ach, da ist er ja. Tja. Gut, ich bin gespannt tatsächlich, wie sich das hier noch weiterentwickelt. Also wir wissen, dass Antonowski der Drahtzieher ist. Aber er wird wahrscheinlich auch einen Auftraggeber haben. Und da ist halt die Frage, ist es OCP? Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Ich würde sagen, ein solides B. Ja, das nervt mich, dass ich da verloren habe. Und alle gestohlenen OCP-Truhen gefunden. Oh, da habe ich welche übersehen. Na gut. Oh, ein A. Sehr cool. Ja, 400 XP hätten uns gefehlt. Dann hätten wir 3 bekommen. Thank you for your cooperation. What's all the commotion? Ja, so. Was haben wir denn hier noch? So, wir haben jetzt 15% Schadensminderung. Ach nee, wir haben sogar... Ach, wir haben 3 Fertigkeitspunkte. Das ist ja cool. Ja, dann machen wir auf... Ja, Psychologie müssten wir eigentlich auch mal weitermachen. Hebt vorteilhafte Dialogoptionen hervor. Wir machen einmal das. Und dann machen wir jetzt Kampf. Ja, wir machen einmal Scan. Und einmal Kampf. Ja, das finde ich, sieht ganz gut aus. So, Platine des ED 209. Hier war nix mehr, ne? Nee. Ah. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Okay, Sarge hat doch keine Halbglatze. Ja, ich dachte, Sarge hätte eine Glatze irgendwie. Ach, weiß auch nicht. Warte mal. Der hätte mir doch hier auch noch was angezeigt eben. Jo. Oder war das gewesen? Ah, ich dachte, er hätte mir hier 2 Sachen angezeigt. Gut. Ich gucke nur noch mal ganz kurz vorbei hier.
Ist auch nur diese Dusche, die hier benutzt wird, ne? Hier noch irgendwas? Ablehnung schreiben. Sehr geehrter Mr. Starkweather, nach gründlicher Prüfung Ihres Antrags müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihnen keine Lebensversicherung anbieten können. Eine Versicherung für Polizeibeamte wäre für unser Unternehmen aufgrund des hohen Risikoprofils dieses Berufs nicht tragbar. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Life Wardens Co. Ja. Oh, was ist das hier? Okay. Nicht unser Süppchen. Ich hätte aber tatsächlich nicht gedacht, dass wir dann noch ein A bekommen jetzt nach diesem Auftrag. Aha, wieder eine tolle Radiosendung. In other news, Mayor Kuzak suffers another humiliation during his mayoral campaign. The hats that he gave away to the homeless citizens of Detroit seem to have another application. They turn into balaclavas that are now commonly used to protect the identity of liquor store robbers. As a result, we've seen an unprecedented spike in crime. They are deliberately making me look like a fool! Wow. Wer gibt denn auch Mützen raus, die man als Sturmhaupt benutzen kann? Also. Na gut, dann gehen wir jetzt mal und besuchen den Gefangenen. Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rat. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Klar, er hat geholfen, aber er braucht auf jeden Fall Training. There are plenty of places to improve. That's actually something I wanted to ask you about. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Ja, yes, machen wir jetzt. Practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Ah, there's my favorite law enforcement officer. Pickles. Oh, was machst du denn hier? Ja, mach ich gleich, mein lieber Pickles. Du läufst ja eh nicht weg. I love the smell of this phone. Should we start? 15? First, I want to watch you practice. Can I run it now? I couldn't help myself. That was awesome. We are not done yet. Right. This has to be some sort of record. It is not. Frag mich, wo sie immer die ganzen Puppen herholen.
Ach, komm. Ah, fuck. Egal. Wir werden mit jedem mal besser. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Ach so, nochmal aktivieren. Ah, okay. Gleich hat sie eine Fehlzündung. Huh. Is everything okay? Your service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. Kein Schmollen in Uniform, Sie sind ein Polizist. Seien Sie proaktiv, besorgen Sie sich eine andere Waffe. Ja, klar. The cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Ich kann doch nicht mit einer defekten Knifte hier rumrennen, also. Keiner da. Musst du noch warten. Nee, also das geht ja gar nicht. So, Pickles. Wo war Pickles? Fuck. Was machst du hier? Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. Sehr erfinderisch. Sie sind ein Schmarotzer. Ach, ich mag Pickles. Ist mir egal. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Okay, dann gehen wir mal zum Besprechungsraum. Huch. Nee, okay. Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out.
just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Okay, dann müssen wir wieder runter. Was brauchen wir denn? Datenbank wahrscheinlich einfach wieder, ne? Bricks. Okay, ich weiß gar nicht. Hatten wir die Wand schon mal gesehen? Ach, da. Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Junge, mach doch mal was alleine hier. Die Schachtel. Wo ist denn hier eine Schachtel? You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. So, jetzt aber zur Besprechung. Auf geht's. Ja, wir müssten eigentlich alles erledigt haben. Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Alle ausdrücken und wir sind die Einzigen, die mit dem Auto losrasen. Na, so ist es.
OCP Bank. Oh, nee. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP Bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Ah, ich liebe seine Sprüche, die sind immer so cool. Suspect is down! Ich will erstmal looten. Ich brauche hier noch Sachen. Hier gibt es doch Sachen. Ach, das ist wieder ein Wettbewerb. Oh, Scheibenkleister. Kacke. Ja, lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Suspects are resisting! Entrance clear. Well done. RoboCop, open the gate for the Ed-209 units. We'll secure the area. Ja, Kacke, ey. Habe ich nicht drauf geachtet. Gleich. Mach ich gleich. Lass mich erstmal hier mal rumgucken. Nee, hier gibt's nichts. Okay. Das finde ich jetzt natürlich doof. So, muss ich doch oben. Ja. Ich komme gleich. Ah. Zwei Gesundheitsladungen. Ich will nicht gegen die 3 kämpfen müssen. Oh ne, dieses Knurren schon wieder, ne? Das heißt doch schon wieder, dass sie... Job turned out to be quite intense. Ed-209's behaving themselves? So far, so good. You should be heading towards the vault. It's through the office area. Oh! Please put down your weapon. Please put down your weapon.
Hä? Ich habe noch ein bisschen was vor mir. There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. Ja, mach ich gleich. Erstmal hier oben ganz kurz gucken. Ja, ich glaube, viel wird hier auch gar nicht sein. Nee, okay. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ob ich jetzt hier dieses Gesundheitsding benutzen soll oder ob ich erstmal warte. Ach, hier. Mann, hört auf, mir die ganzen Kills zu klauen hier. Macht keinen Spaß. I knew you were gonna lose. Our line of work is about the team, not the tank. Arsch. Hätte ich 5 Arme, ja, gut, dann easy peasy. Du SWAT hier. Ja. Ich glaube, hier habe ich jetzt alles. Ach, muss da echt wieder lang gehen, okay. So. Gut, also eine Errungenschaft haben wir schon mal verloren, weil wir jetzt hier nicht gewonnen haben gegen die Blöden. RoboCop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Achso, da geht's weiter. Da ist noch was.
Andrea, in dem Umschlag ist der Brief, den ich erwähnt habe. Bitte rahmen Sie ihn für mich ein, damit ich ihn auf meinen Schreibtisch aufstellen kann. Ich kann immer noch nicht glauben, dass unser nobler Gründer diesen Brief geschrieben hat, um mir persönlich für 25 Jahre treue Dienste bei der Leitung seiner Bank zu danken. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Ehrgeizige Pläne sind kein Verbrechen. Ich konzentriere mich darauf, die Stadt sicherer zu machen. Ihr Urteilsvermögen ist beeinträchtigt. Ja, wir haben die Werbung eh nicht gesehen. Also können wir das ruhig sagen, hier mit der Stadt sicherer machen. I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost. Supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Ach, Samantha. Also, wenn er kein eigenständiges Denken und Handeln hätte, dann würde ich jetzt auf jeden Fall, ja, komm, sie sind festgenommen. Aber gut, wenn sie es wirklich aufdeckt, ist sie in der Schusslinie. Aber wir lassen sie jetzt mal gehen. Wir lassen sie mal gehen, weil ich würde gerne wissen, in welche Richtung sich diese Geschichte entwickelt. Weil ich glaube, sie wird jetzt öfter noch bei uns aufkreuzen und wir werden so ein paar Infos darüber bekommen. You can go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Ja, ja. Pass gut auf, meine Liebe. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. Warte mal. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Ich muss hier leider noch mal ganz kurz gucken. Ups. Warte, ich muss da nochmal kurz zurück. Ich habe da eine von diesen Touren übersehen. Jetzt bekomme ich wieder Ärger hier. Wird mir das in der Note abgezogen? Nee. Ach, da. Sehr gut. So, jetzt haben wir es. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings.
We're opening this vault with or without your help, you old nut job. What is this intricate device? RoboCop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. Rüstung 4? Könnte wohl jemand ein Bombenentschärfungstraining gebrauchen. Die Unterstützung eines Pioniers wird empfohlen. Rüstung 4. Keine Ahnung, wir probieren es mal. An opportunity for an ambitious officer. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay, tell me what you see. Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. Sprenge die Bombe auf sichere Weise. Rüstung 4. Ich werde improvisieren müssen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Rüstung 4. Ich habe die Vermutung, dass uns das wieder ganz schön umhaut, wenn wir die einfach sprengen. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Also erst den grünen. Ne? Ja. Grün. Tja, und jetzt ist halt die Frage. Rot oder blau zuerst? Machen wir zuerst rot. Ha, okay. Also zuerst den blauen. Gut, dass wir nochmal improvisieren können. Oh. I will not contribute to depriving my grateful
RoboCop! Mr. Ach ja, los geht's. Wir machen das mal, ja. Lass uns noch mal ausprobieren, ja. Wäre eigentlich cool, wenn das klappen würde. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect. Okay, according... There are... okay, maybe... I will have to improvise. Just remember, attach the one with... Erst höchste Spannung und dann niedrigste Spannung. Oh, ich bin gespannt. So, grüner Draht. Und jetzt der blaue Draht. Und jetzt... Oh, ich hatte eh den falschen gelöst, sehe ich gerade. Deshalb ist sie in die Luft geflogen. Upsi. It was just a minor incident. Ready to get back to business? 'Cause I need to make a withdrawal. Like, now. Well, I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Arnold's back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. See what I'm talking about? Okay, dann machen wir hier einmal in der nächsten Folge weiter. Ich habe tatsächlich nicht gemerkt gehabt, dass ich erst den falschen Draht gelöst habe. Also es ist, ja, gut, dass ich das nochmal gemacht habe. Na gut. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und dann schauen wir mal, wo die Street Vultures geblieben sind. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.